Hallöchen! Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. So, Bella und ich haben diesmal was ganz Neues bestellt und ihr seht auch, wir sind in einem, ne, das seht ihr, das wisst ihr nicht, wir sind heute woanders. Und zwar sind wir heute bei der Schwiegermutter, bei Bellas Mama. Die war nämlich der Meinung, dass sie mal was Neues für die Sessel braucht und auch was Neues für im Esszimmer. Richtig. Und wo haben wir da geguckt? Ganz genau. Selbstverständlich bei unserem Lieblingsproduzenten und Hersteller Temu. Deswegen gucken wir uns heute neue Stuhlhusten an. Einmal für die Sessel, um die in neuem Glanz erstrahlen zu lassen, und einmal drüben im Esszimmer für neue Husten, weil die Lederstühle da ein bisschen abgenutzt sind. Ja. Wie das Ganze aussieht, wie gut die Husten am Ende sind, wie die Qualität des Stoffes ist und. Sehen wir uns jetzt an in diesem Video. Richtig, los geht's. Los geht's. So, hier ist das erste gute Stück, wie man sehen kann. Das kennt ihr ja, ne? Also, der ist nicht schmuddelig, der ist nicht hässlich, da ist auch alles soweit noch wirklich in Ordnung. Nur irgendwann hast du natürlich, ne, durch die Hände irgendwie, dann nutzt sich das alles ein bisschen mehr ab. Dann sieht das nicht mehr ganz so schön aus. Und dann fängt das natürlich an zu stören. Ansonsten ist der Sessel noch ein Traum und genau deswegen haben wir uns gedacht, ne, weg muss der nicht, sondern da kommt eine neue Huste drauf, damit man hier die Lehne mal wieder ein bisschen schöner hat. Und da stülpen wir jetzt mal das erste Moped drüber und sehen uns das an. Du darfst helfen. Der zweite Ort des Geschehens, wie gesagt, ist das wunderschöne Esszimmer. Auch hier gibt es überhaupt gar nichts zu meckern, aber auch die Stühle hier wieder sind an sich noch super schön. Aber, genau, immer hier, wo man halt anpackt, um den Stuhl einmal rumzudrehen, wird es dann irgendwann nicht mehr so schön. Richtig. Aber wenn ein Stuhl so noch funktioniert, wie gesagt, dann kann man sich das ja ruhig einmal wieder schön machen und alles ist in Ordnung. Genau aus dem Grund haben wir gesagt, ne, der Stuhl muss nicht weg, da kommt eine neue Husse und auch das sehen wir uns jetzt an. Da hinten ist Stuhl Nummer 2. Auch hier, wie man sehen kann, natürlich immer da, wo man den Stuhl etwas nach hinten rückt, wird es dann unschön. Im Esszimmer angekommen, haben wir hier unsere allerersten beiden Hussen. Wir haben insgesamt 4 Stück bestellt. Das bedeutet für die Lederstühle einmal eine Zweierversion in Schwarz. Und dann kommt noch mal eine Version gleich in Weiß-Schwarz, glaube ich, war. Ne? Weiß-Schwarz mit so ein bisschen Blumengedön oder was. Auf jeden Fall so ein paar Verzierungen mit drin, damit man beim Waschen dann auch mal wechseln kann. So, das sind jetzt erstmal die schwarzen, weil da war der erste Gedanke. Und Bella sagte dann zu Mutti, wir bestellen dann noch mal ein Set. Also hier kann man einmal ganz kurz sehen. Im Licht sieht man, das ist hier so ein Stoff mit Vierecksmuster. Schön weich auf jeden Fall wieder. Das Ganze ist hier unten natürlich geregelt dann einfach mit einem Gummizugband. Material Scherstuhl ist 95 Polyester und 5 Spandex. So, dann haben wir die Sitzauflage, müssen wir einmal gucken. Das wird dann so sein. Kein großes Hexenwerk, ne? Müssen wir einmal gucken, da wir das hier rüberziehen. So, dann haben wir hier oben den. Und dann gehen wir natürlich mit der Sitzfläche einmal hier rüber. So. Und wenn der ein oder andere sich jetzt denkt, boah, das sitzt aber schon wieder für ausgesucht. Ja, das hat nämlich folgenden Grund. Und zwar, guckt mal, hier sind jetzt ein paar Schatten. So sieht man, guck mal, der schließt hier unten wunderbar ab. Den kann man sich hier so hochziehen. Da schließt der wunderbar ab. Das gleiche gilt für die Seiten. Schließt komplett wunderbar ab. Die Naht ist ebenfalls richtig gerade. Die ist nicht verzogen, gar nichts. Kann man hier im Licht gut sehen. Das gleiche gilt für hinten und das gleiche gilt natürlich auch für hier. Und wir haben wirklich nur in der Sitzfläche an der Seite einmal diese Naht, die dann hier nach oben geht. Das bedeutet, das gesamte Bild von der Husse ist wirklich schön und gleichmäßig. Das hier ist nur ein Schatten, nicht, dass er denkt, das wäre hier ein Knick. So, der sitzt super und auch hinten an der Rückenlehne, wie viele immer denken, das hier ist von dem Reißverschluss, vom Sitz. Das ist jetzt nicht von der Husse, sondern da drückt sich dieser Reißverschluss durch. So, und dann haben wir den hier wunderbar drauf sitzen und der ganze Stuhl sieht wieder aus wie neu. Und jetzt kommen wir zu dem zurück, was ich gerade gesagt habe, und zwar, warum sitzt das Ding so super? Ja, ihr habt bei Temu tatsächlich den großen Vorteil, dass ihr den Großteil der meiner Meinung nach standardmäßigen Stühle, die es gibt, dort findet. Denn auch der Stuhl hier ist exakt dort abgebildet gewesen. Was bedeutet, dass ihr natürlich einmal auf die Maße achten müsst. Es ist natürlich wichtig, dass die Sitzfläche dementsprechend ist von der Husse, die ihr braucht. Und ebenfalls natürlich das Rückenteil. Und da habt ihr immer Maße von bis. Das bedeutet, die reden meistens von 34, sage ich mal, bis 46 cm. Und auch hier oben, das ist ja eine verlängerte Lehne, gibt es dann einmal die Standardlehnen, die standardmäßig hier aufhören. Deswegen findet ihr da so Geschichten von 56 bis 86. Sind nur Beispielsmaße. Ihr werdet das in den jeweiligen Listen finden. Und dann sitzt das Ding astrein.
weil es eben von bis für die jeweiligen Stühle gedacht ist. Und wie man sehen kann, so, wir haben hier praktisch jetzt einen neuen Stuhl und hat gekostet so gut wie nix. Das Ding kannst du wieder hinstellen, das Chrom tust du einmal schön aufpolieren und dann hast du einen niegelnagelneuen Stuhl für kleines Geld, was großartig ist. Super. Und auch hier unten können wir noch einmal zeigen, da schließt das Ganze, wie gesagt, super ab. Und genau das will man haben, ne? Eine Huste, die vernünftig sitzt, nicht allzu viel Geld kostet. Den Stuhl kannst du wieder schön hinstellen. Wer Lust hat, wie gesagt, kann auch wieder ein Sitzkissen drauf ballern, wie auch immer. Fakt ist, auch wenn man sich drauf setzt, sieht man ja, hier verzieht sich auch nichts, ne? Hier geht nichts an den Seiten hoch, hier rutscht nichts runter, hier löst sich kein Gummi. Super. Mega. Und auch vom Sitzen, ne? Auch hier merkt man das, selbst wenn ich darauf rumrutsche, ich rutsche jetzt nicht, also ich mache jetzt wirklich mal übertrieben, ich rutsche hier auch nicht weg. Rast rein. Und hier verzieht sich auch nichts. Da kommt die ganze Zeit dieser Schatten. Ich habe die ganze Zeit Angst, dass ihr denkt, das ist nicht. Hier verzieht sich nichts. Also das Ding sitzt wirklich wie, ich kann mich hier auch drauf bumsen lassen. Also es wird super. Also wirklich super. Jetzt knallen wir den zweiten ebenfalls noch in seine Huste rein. Und dann haben wir die zwei Stühle wieder, ja, ich sag mal, auf Neuwert, ne? Rast rein. So, zweite Huste wieder drüber. Sitzteil natürlich nach vorne, nach unten. Einmal geguckt, dass die Naht hier vernünftig sitzt. Das Ganze schön nach unten gezogen. Zack. Und ihr seht, ich muss hier auch nicht lange rumfummeln und irgendwas zurechtdrücken, sondern ich habe wirklich direkt die Naht wieder schön an der Seite. Ziehe mir das Ding hier vorne rüber. Zack, da sind die Ecken. 1, 2, 3. So, einzige, was ich dann machen muss, ist vielleicht hier noch ein bisschen anpassen. Zack. Einmal ganz kurz dahin gezogen, wo es sitzen soll. Und dann sind wir mit dem zweiten auch schon wieder fertig und stellen natürlich genau das gleiche fest wie auch beim ersten Modell. Wir haben einen super Abschluss genau da, wo es sein soll. Da kommt das Chromding durch. Hier vorne sitzt auch wieder alles hervorragend. Zack. Tja, und jetzt kann der nächste hier natürlich so lange dran batschen, bis sich das Ding dann auch mal wieder abgenutzt hat. Und wir haben das erreicht, was wir wollten, nämlich dass gerade die Rückenlehne mit dem abgenutzten Kunstleder wieder so aussieht, als wenn es neu wäre. Und damit ist im Esszimmer Auftrag 1 erledigt. Kaffee. So, die zweite Lieferung ist jetzt auch eingetroffen, nachdem wir uns jetzt die schwarzen Stuhlhusten angesehen haben. Sind das die hellen Bezüge jetzt für die beiden Sessel? Und dann ist nochmal das Ersatzset gekommen, wir haben ja letztes Mal schon gesagt, genau. Die schwarzen, die wollen wir einmal abziehen, wenn die gewaschen werden, ist das unschön, wenn die Stühle dann wieder so stehen. Deswegen haben wir hier das Ersatzset. Das sind die weißgrauen mit den Herzchen, die sehen wir uns gleich auch an. Bevor wir damit anfangen, fangen wir jetzt mit den Stuhlhussen an und schauen mal, ob die qualitativ genauso sind, ob die genauso gut sitzen, ob die genauso gut passen und wie die für diesen Stuhl sich eignen. Wie wir schon bei den Stühlen im Esszimmer gesagt haben, haben wir auch exakt diesen Sessel auf der Homepage gefunden. Und dementsprechend dann auch die Bezüge bestellt. Was bedeutet, dass das eigentlich überhaupt gar kein Problem sein darf, die jetzt da drüber zu ziehen. Auch hier haben wir wieder ein kleines Muster drin. Ich weiß nicht, ob man das hier gut sehen kann. Einmal ein bisschen ran. Zack. Da ist das Muster. Bezug ist auch wieder sehr weich. Fühlt sich auch wieder sehr schön an. Das Ganze ist unten auch wieder super vernäht mit einem breiten Gummiband. Ist also auch schön gemacht. Haben wir hier ein Etikett drin. Wir haben hier kein Etikett drin. Also wie von der näheren Privat gibt es kein Etikett. Großartig. So, hier vorne gucken wir einmal genau. Dann haben wir hier die beiden Öhrchen, was uns natürlich signalisiert, dass das Ding hier ruf muss. Und die kleinen Öhrchen hier gehören dann selbstverständlich zu der Lehne. Jetzt schauen wir mal, wie gut der Mann das kann. Ne? Ist richtig. Wenn ich das hinkriege, kriegt ihr das auch hin. Also einmal runter. Zack. Öhrchen 1. Dann haben wir hier... Mal gucken, das ist wie beim Bett beziehen, ne? Ist richtig. Da ist er. Ecke auf Ecke. Da gucken wir natürlich auch wieder, ist selbsterklärend, das wisst ihr ja, ne? Hier haben wir die Naht, das bedeutet, wir ziehen uns dann natürlich alles direkt, wenn wir das anziehen, auf die Ecke, rüber schön über die Naht, damit das da läuft, damit man hinterher nicht so ein komisches Ding hat und einen Grund hat zu meckern oder zu behaupten, dass der Bezug nicht so ist, wie er sein sollte. Deswegen, genau wie beim Bett beziehen, immer die kleine Ecke hier schnappen, rüber aufs Öhrchen, richtig positionieren, Ecke auf Ecke, so. Dann passt sich nämlich, und da guckt euch das mal an, jetzt mal ernsthaft. Und deswegen sage ich, nehmt euch ein bisschen mehr Zeit. Guck mal hier, auch da geht alles wieder dahin, wo es sein soll.
Nehmt euch ein bisschen mehr Zeit und guckt, dass ihr exakt einen Bezug findet oder als Beispiel einen Stuhl, der den euren am ähnlichsten ist, damit das alles vernünftig sitzt. So, auch hier sieht man, hier kann man ruhig mal ein bisschen Druck ausüben. Ich gehe jetzt erstmal auf die andere Seite, da zieht sich hier schon mal alles schön runter. Bis hierhin ist das alles erstmal gut. Jetzt gehen wir auf die Seite, zack, hier auch einmal runter, Ecke auf Ecke. So, das ist eigentlich auch ganz gut, aber zack, ein Stückchen fehlt hier, oder? Oder nein? Ich weiß es nicht. So, auch nochmal. Vielleicht muss der sich auch erstmal ein bisschen ziehen, aber irgendwie. Müssen wir eben hier gucken. Ah ne, guck mal, hier können wir nämlich runtergehen. Okay, hier können wir runtergehen. Hier können wir reingehen. So, hier auch reingehen. Hier auch reingehen. So, kann man das sehen? Ja, ne? Mhm. Hier können wir jetzt überall hingehen und damit dem ganzen Bezug den Look geben, als wäre es eben kein Bezug, sondern eine Originalbespannung. Dann kann man hier und da noch mal ein bisschen zuppeln, damit sich das alles ein bisschen angleicht. So, und dann, glaube ich, sieht man, abgesehen hier von einem kleinen Zentimeterchen, kann natürlich auch sein, dass der sich jetzt noch so ein bisschen, wie heißt denn das, entfalten muss, oder? Aber Fakt ist, von der Seite, von vorne, von der anderen Seite, wie gesagt, der wird sich wahrscheinlich noch so ein bisschen, ne? Da muss man vielleicht noch 2, 3 Mal ein bisschen ziehen, aber da ist er von hinten. Also summa summarum, ne? Würde ich mal sagen, ja, der hätte vielleicht einen Zentimeter mehr haben können. Aber wenn man jetzt mal guckt, dann ist der bezogene und das hier ist der alte. Ricky, dann machen wir mal direkt den direkten Vergleich. So, Freunde, da kann jeder selber entscheiden, was davor. Das ist richtig. Entweder man kauft sich für 200 Euro einen neuen oder man macht das da. Für mich ist die Entscheidung ganz klar. Nochmal, hätten Zentimeter mehr sein können, ist richtig. Das will ich hier gar nicht verneinen. Aber Fakt ist, der Bezug sieht super aus. Er passt. Er macht dem Ganzen einen neuen Look. Oh. Und ich glaube, Mutti ist glücklich, wenn die gleich kommt. Ist richtig? Ja, in diesem Sinne, wart das mit dem Sessel. Dann gucken wir uns jetzt die zweite Stuhlhuste noch mal im Esszimmer an. Bis gleich. Da sind wir. Ist richtig. Also, den ziehen wir jetzt natürlich noch mal ab. Wir machen das jetzt nicht mit beiden Stühlen, weil das ist ja Quatsch. Weil Mutti wollte die schwarzen jetzt erstmal belassen, sondern wir machen jetzt hier den einen nur zur Veranschaulichung. Genau. Bei dem habt ihr ja gesehen, was das für ein Stoff war. Ne? Das war ja dieses schöne Puschelzeug. Hier haben wir jetzt eine glatte Optik. Ja? Das sind die Herzchen, aber mit einer glatten Optik. Seidenmatt glänzend, sage ich mal. Kann man das sehen? Ja. Seidenmatt glänzend. Zack. Mit die Herzchen, wobei ich noch gar nicht sicher bin, sind das jetzt wirklich Herz? Ach so, ich bin schon wieder falsch, ne? Ja. Ich bin schon wieder falsch. Ja, die Bella hat das mit Mutti ausgesucht. Ich bin nur der das aufziehen darf. Ist richtig. Ja, ist richtig. So, also, jetzt haben wir hier auch wieder, guck mal. Ich habe Spaß an so einem Zeug. Also schreibt mir mal runter in die Kommentare, wie ihr das seht. Jetzt mal ohne Witz, guck mal. Du hast hier irgendwas und dann machst du das hier und dann hast du direkt so ein schickes Ergebnis, wie das aussieht. Und das ist doch, da braucht man doch nichts mehr zu sagen, oder? Guck mal. Guck mal, wie schön. Das sind doch Herzchen. Also für mich sind das Herzchen. Also für alle, die meinen, dass das ein Herzchen ist, die schreiben in den Kommentaren Herzchen. Und alle, die meinen, dass das eine Blume ist, die schreiben in den Kommentaren eine Blume. Dann weiß ich Bescheid. Und kann der Bella sagen, nee. So, auch von hinten wieder. Die Seiten habt ihr auch gesehen. Sitzt wieder erste Sahne, kann man sich richtig schön zurechtzuppeln. Und auch selbstverständlich, wenn man wie die Schwiegermutter gerne mal ein Kissen hat, das ist ja selbsterklärend. Ich meine, jetzt braucht man das nicht mehr bei der schönen Optik. Ich sage, ist das nicht vonnöten, aber selbsterklärend. Kann man natürlich genauso machen. Kann man irgendwie schön drapieren, damit das so oder so aussieht. Aber super. Großartig. Fühlt sich auch wieder klasse an. Sieht super aus. Passt wie eine 1. So, damit haben wir euch gezeigt, wie ihr ganz einfach bei unserem Lieblingshersteller und Versender Temu eure Esszimmerstühle und auch eure Sessel wieder neu beziehen könnt. Das gleiche ist selbstverständlich ebenfalls verfügbar für eure Couchen. Heißt das Couchen oder Couches, Sofas, wie auch immer. Bekommt ihr auch. War bei uns jetzt in dem Fall nicht notwendig, aber nachdem wir uns jetzt die Stühle angesehen haben und genauso auch die Sessel, gehen wir alle davon aus,
Richtig. Wird das für die Couch genauso passen? Ihr denkt nur daran, dass ihr jeweils in der Beschreibung einmal darauf achtet, es ist immer von bis. Ne? Macht es nicht zu eng, guckt dann lieber bei einem anderen nochmal. Wie gesagt, die Sessel, ich fand sie großartig. Ja, hätte vielleicht 1 Zentimeter mehr sein können, aber vielleicht dehnt sich das Ganze auch noch, weil es ist ja jetzt wirklich frisch aus der Verpackung raus. Das kennen wir ja. Manchmal braucht das ein oder andere genau wie eine Jeans aus der Wäsche erstmal 5 Minuten, damit die so ein bisschen, ihr wisst, was ich meine. Richtig. Von daher warten wir mal ab. Also, schreibt mir runter in die Kommentare, wie euch das gefallen hat, ob ihr sowas auch schon mal bestellt habt, ob ihr da genauso begeistert von seid wie wir. Und damit sage ich mal Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Die Bella und ich setzen uns jetzt ins neue, schöne Wohnzimmer und trinken uns einen Kaffee. Und wenn die Mutti kommt, gibt es ein Stück Kuchen. In diesem Sinne, ciao, euer Robby.